Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Phil von Oizo Music und heute schauen wir uns zusammen das Leitlicht Guiding Light an, das uns im Spätsommer 2020 erhellte. Ob es auch mich in höhere Musiksphären hieft, erfahrt ihr jetzt. Das Konzept bleibt dabei absolut identisch zum Vorgänger. Es ist eine reine Kollaborationsscheibe, bei der Paul fast ausschließlich mit Produzenten aus dem modernen Uplifting-Bereich zusammengearbeitet hat. Das heißt also wieder ähnlich wie beim Vorgänger oder wie bei beiden Vorgängern auch. Auch was die klangliche Ausrichtung angeht, bewegen wir uns hier erneut, wie bei den beiden Vorgängern auch, durchgehend auf 138 BPM. Es ist schnörkellose, nicht mehr, nicht weniger. Wir kommen jetzt zum Track-by-Track-Review. Das Album beginnt mit dem Opener Deep Within in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Pianisten Vincent Corver. Ist ein Track mit natürlich schön gespielten Pianofiguren, dazu Streicher, Flächen. Bis zur Hälfte ist es noch Ambient bzw. Downed Tempo. Dann folgt noch ein dezenter elektronischer 122 BPM Beat. Kommt etwas überraschend, weil am Anfang denkt man, das ist wahrscheinlich nur, dann kommt noch ein Beat hinzu. Fand ich relativ überraschend und ist auch durchaus ein gelungener Einstieg. Der Titeltrack vom Album ist Track Nummer 2, und zwar Guiding Light, zusammen mit der tollen Stimme von Sängerin Sue McLaren, die ja natürlich auch schon häufiger von Paul von Dyk eingesetzt wurde. Das ist natürlich eine schön sphärische Stimme, die hat eine absolut klasse Stimme. Insgesamt wirkt der Trance-Sound auf mich deutlich minimalistischer als noch einige Jahre zuvor. Es ist gut, aber nicht überragend. Ja, ein Leitlicht soll bekanntlich den Weg weisen. Damit ihr die Orientierung nicht verliert, kommt hier meine nächste Hörprobe. Ja, die Tracks 3 bis 6 sind einmal You Found Me zusammen mit Saad Ayub, dann hätten wir Exhale mit Shedona, Awakening mit Will Atkinson, Remedy mit Danny Eaton. Ja, die 4 Tracks sind allesamt handwerklich gut gemachte Trance- bzw. Uplifting-Tracks, die aber auch alle in einem sehr, sehr ähnlichen Stil gehalten sind. Parallel Dimension ist dann mittlerweile schon Track Nummer 7 zusammen mit Elated. Diesmal hatte man eine etwas weichere Kick, aber erneut in 138 BPM. Ist insgesamt gesehen eine ganz nette Uplifting-Nummer, unter anderem mit sehr schönen Flächen, die im Verlauf auch noch gesidechained werden. First Contact heißt dann der Track, den er zusammen mit Kinetica gemacht hat. Ebenfalls Uplifting Trance, auch okay, erneut gut produziert, klingt aber auch wieder etwas ähnlich zu allen anderen Tracks. Ein erster Kontakt wäre meiner Meinung nach aufregender. Ja, Duality hat Paul von Dyk mit dem Niederländer Woody van Eyck und Timo Kollöchter produziert. Man hat hier sehr viel White Noise an einigen Stellen verwendet, erneut 138 BPM, ein gewisses Swing-Feeling im Rhythmus ist vorhanden, ein relativ guter Breakdown. Meiner Meinung nach einer der besten Tracks vom Album, ohne aber, dass ich in ganz große Euphorie verfalle. Dualität bedeutet ja bekanntlich Zwiespalt. Ob ihr bei dem Track hin und her gerissen sein werdet, das hört ihr jetzt in der nächsten Hörprobe. Ja, die Tracks Nummer 10 und Nummer 11 war einmal Resource mit Eugenio Tokarev und dann hätten wir noch Impact in Zusammenarbeit mit Steve Decay und Vision X. Ist beides solider Standard-Uplifting-Trance. Impact hat einige sehr gute Ansätze, vor allem Dingen im Breakdown, aber ansonsten auch wieder relativ formelhaft. Danach hätten wir dann den Track Covered in Gold im PVD Club Mix in Zusammenarbeit mit dem Sänger Bo Bruce. Den Track könnte man noch mit als ein Highlight bezeichnen. Unter anderem hat man hier schöne Streicher. Im Breakdown kommen dann noch Piano hinzu. Die Melodiehook ist relativ okay, aber nichts Herausragendes. Würde sagen, ist gut, aber nicht komplett in Gold gekleidet.
Veni Vidi Vici heißt es ja so schön, aber nein, diesmal heißt es nur Vini Vici. Das ist die Zusammenarbeit, mit der Paul den Track Galaxy zusammen produziert hat. Ein Sound erinnert mich hier zu Beginn relativ stark an den Track Spiegelsaal von Kraftwerk. Dann hat der Track auch weibliche Vocal-Einwürfe. Galaxy, Space, Universe. Weiß nicht, ob da ein Vocoder mit dabei ist, könnte sein. Ein leichter Vocoder ist da wahrscheinlich auch mit dabei. Ansonsten auch wieder relativ typischer 138 BPM Uplifting Trance. Relativ tragende Arpeggio-Melodien hat man hier, ist solide bis gut produziert, kein schlechter Track, aber nicht so überwältigend wie eine Galaxie. Und der letzte Track des Albums heißt Velvet Sky in Zusammenarbeit mit dem Berliner Produzenten Chris Becker, mit dem Paul dann auch schon ein paar Mal zusammengearbeitet hat. Ist abermals ein 138 BPM Uplifting Trance Stück mit einer relativ wuchtigen Kick, die sehr stark auffällt. Hat einen sehr schön treibenden Beat, der mir gefällt, recht typische Sounds, unter anderem auch Acid-Klänge sind hier mit dabei. Im Breakdown baut sich zunächst eine Supersaw-ähnliche Melodie auf, wird dann aber ersetzt durch Acid als Hauptelement, was ich persönlich eigentlich relativ geil finde, weil das so ein bisschen nochmal eine Frische reinbringt, wo man auch nicht unbedingt mit rechnet, dass da jetzt eine Acid-Line als Hauptelement reinkommt, weil normalerweise Acid-Lines sind ja in den typischen Uplifting-Trance-Stücken eher immer so als Unterstützung im Bassbereich, auch im Intro-Bereich oder auch zwischendurch natürlich, aber nicht im Hauptbereich. Und hier ist das im Hauptbereich so eine geile Acid-Line, fand ich ganz cool, setzt sich dadurch auch ein bisschen ab von anderen Stücken. Ja, Velvet Sky heißt ja übersetzt Samthimmel und ja, ähnlich samtig weich, flauschig ist natürlich auch meine nächste Hörprobe. Ja, auch bei diesem Album liefert Paul van Dyk wie zuvor wieder recht puristischen Uplifting Trance, der sich fast ausnahmslos im 138 BPM Bereich bewegt. Allerdings krankt das Album schon stark an seiner Vorhersehbarkeit. Es wirkt streckenweise wie eine Fließbandarbeit aus dem Uplifting-Baukasten. Viele Kollaborationen klingen nach dem immer gleichen Schema. Harte Kick, 138 BPM, Supersaw Leads und ein emotionaler Breakdown. Handwerklich ist das alles auf gewohnt solidem Niveau, aber die wirklich zündenden, eigenständigen Melodien sind doch eher etwas rar gesät. Highlights picken fällt in dem Fall gar nicht so einfach. Für mich sind wahrscheinlich die Top 3 einmal Velvet Sky, dann hätten wir Deep Within, den Opener direkt mit Vincent Corver und wahrscheinlich Duality. Das sind für mich so die 3 Highlights auf dem Album. Alles andere ist im Bereich solide, fällt auch nicht krass ab. Wirkliche Kracher, die es jetzt in meine persönliche Top 20 von Paul van Dyk schaffen würden, gibt es hier allerdings keine. Zusammengefasst ist das ein handwerklich sauberes Album, dem es über die volle Distanz, aber deutlich an Varianz und frischen Ideen mangelt. Ja, alles in allem höre ich Guiding Light bei soliden 7,2 Punkten. Und damit ist das Album im direkten Vergleich zu den beiden stilistisch ähnlichen Vorgängern für mich auch wahrscheinlich das schwächste in der Kette von diesen 3 Alben nach seinem schweren Unfall. Die 3 Alben sind ja alle relativ ähnlich. Wie die Wertung genau zustande kommt und ich die einzelnen Tracks bewerte, das seht ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Aber ja, das war wie immer nur meine Sicht auf das Album Guiding Light. Wie seht ihr denn das Album? Schreibt's mir in die Kommentare unten rein, würde mich sehr freuen darüber. Ansonsten war es das mal wieder für heute. Ich bin Phil von Euso Music. Vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal.